Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Ein Hochschulabschluss immer gut, aber nicht immer notwendig. IT-Startups sind auf der Suche nach guten Leuten, auch ohne Zertifikat. Gute Kontakte zu ausländischen Nachbarn, die lassen sich einfacher knüpfen, wenn man dieselbe Sprache spricht. Wir stellen das deutsch-polnische Schulprojekt Latarnia vor und reisen danach noch weiter Richtung Osten. In Kirgisistan hat die Universität Halle-Wittenberg als einzige deutsche Hochschule einen zentralasiatischen Außenposten und unterstützt nachhaltige Projekte. Braucht es einen Hochschulabschluss zum Erfolg? Er kann helfen, das ist klar, aber unbedingt notwendig ist er für die Karriere nicht. Ein Bereich, in dem händeringend Nachwuchs gesucht wird, ist die IT-Branche. Die boomt, ohne dass im selben Maße Hochschulabsolventen nachkommen. Andererseits ist ein Hochschulabschluss auch nicht immer ein Garant für einen guten Mitarbeiter oder eine gute Mitarbeiterin. Matthias Boge ist Elektroingenieur und Gründer eines IT-Startups. R3 heißt es und entwickelt Vernetzungstechnologie für die Industrie. Er ist auf hochqualifiziertes Personal angewiesen, auf Programmiererinnen und Programmierer. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, wie er das Problem löst, auf dem fast leergefegten Markt dieses hochqualifizierte Personal zu finden. Wir suchen bei Universitäten, wir suchen sogar über Headhunter teilweise. Das ist jetzt ein ganz interessantes Alter, in dem wir sind. Wir sind jetzt so 6 Jahre alt ungefähr und wir haben am Anfang sehr von unserem Netzwerk gelebt. Das heißt, ich selber habe ja lange an der Uni gearbeitet und einer unserer Gründer ist Professor. Und da kennt man viele Leute, die dann auch mitkommen, die man begeistern kann und irgendwann ist das eben ausgeschöpft. Und das merkt man tatsächlich, diesen Übergang zu, jetzt müssen wir uns richtig Mühe geben, auch Leute zu finden. Und das funktioniert, aber es funktioniert nicht in dem Maße, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Es ist tatsächlich anstrengend und auch wirklich mit Ausgaben behaftet. Also qualifizierte Mitarbeiter im IT-Bereich zu finden, ist schwierig. Der Markt ist leergefegt. Haben denn, wenn Sie schon suchen an den Universitäten und dort nicht mehr fündig werden, haben da Neueinsteiger ohne Hochschulabschluss Karten bei Ihnen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn es Menschen gibt, die das gut können und die in der Lage sind, auf diesem Level zu programmieren, und das sind ja nicht unbedingt die jetzt Informatik studiert haben. Ich weiß das, weil ich habe selber Informatik studiert und ich kann das nicht programmieren, was meine Mitarbeiter teilweise programmieren. Dann sind die für uns natürlich Gold wert, ja. Und ich glaube, es ist wichtig, smarte Leute zu kriegen. Es ist wichtig, Leute zu kriegen, die engagiert sind, die dahinter stehen. Gerade bei so einem kleinen Unternehmen wie unseres, das auch immer nicht die ganzen Benefits bringen kann, wie so ein großer Konzern oder so. Ja. Und das sind tatsächlich die Firmen, gegen die wir antreten. Firmen, die insbesondere im Süden von Deutschland sitzen, die richtig, richtig gut Geld zahlen, was uns überhaupt nicht möglich ist. Und alle, die was drauf haben, die nehmen wir natürlich. Ja, das ist halt die Frage, was bedeutet im Kontext jetzt was drauf haben. Aber da vielleicht Genau, das wäre jetzt genau die Frage gewesen. Was entscheidet bei Ihnen, wenn es nicht der formale Hochschulabschluss sein muss unbedingt? Ich muss sehen, dass diejenige das macht, weil die Aufgabe spannend ist, dass es nicht rein ums Geldverdienen geht, sondern dass da eine gewisse Faszination dahinter steht. Denn das ist ganz wichtig, denn es wird auch viel verlangt von unseren Mitarbeitern, das will ich gar nicht verschweigen. Also man muss tatsächlich, wenn ein Auftrag da ist, wenn er dann wegbricht, das heißt was ganz anderes als in einem großen Unternehmen. Ja? Und dann stehen halt auch alle mal hier am Wochenende und versuchen, das Ganze zu realisieren, auch wenn das vielleicht unter normalen Umständen nicht möglich ist. Und wir haben es bisher auch in den allermeisten Fällen hingekriegt, das zu machen unter großem persönlichen Einsatz. Wir versuchen dafür in Umkehrschluss auch vieles zu ermöglichen, viele Freiheiten zu lassen, viel mitzunehmen, viel Entscheidungsfreiheit. Was würden Sie denn Bewerberinnen und Bewerbern mit, sagen wir mal, abgebrochenem Studium oder auch mit, auch ganz ohne Ausbildung raten? Wie müssen Sie sich darstellen, wie sollten Sie sich darstellen, damit Sie bei Ihnen Chancen auf ein Bewerbungsgespräch und möglicherweise eine Einstellung haben? Ich glaube, eine Chance bei uns zumindest auf ein Bewerbungsgespräch hat erstmal jeder, der grundsätzlich sich für die Stelle interessiert und das auch begründen kann, warum er sich dafür interessiert. Ich glaube, das ist so eine Sache in einem Bewerbungsprozess, die immer gilt, egal ob mit Abschluss oder ohne Abschluss. Man sollte Wert auf das Anschreiben oder auf die Ansprache legen und sagen, ey, deswegen will ich das bei euch machen. So, und wenn das irgendwie überzeugt, dann versucht man
denjenigen kennenzulernen oder diejenige kennenzulernen und dann zu verstehen, was bringt die mit, was bringt der mit. Und vor allem kann ich mit dieser Person so arbeiten, dass sie auf absehbare Zeit für das Unternehmen gewinnbringend eingesetzt werden kann. Ja. Und das ist ja wirklich nie so, dass MitarbeiterInnen von Anfang an was beitragen müssen, sondern man weiß, dass wenn man Menschen einstellt, dass die auch eine Zeit brauchen, reinzukommen. Es geht beim einen schneller, beim anderen weniger schnell, auch aufgrund der Aufgabe. Aber wenn da jemand ist, der persönlich engagiert ist, dann hilft das sehr gut. Also keine Scheu, sich zu bewerben, auch ohne Hochschulabschluss. Genau. Ich selber war ja 4-5 Jahre bei einer großen strategischen Unternehmensberatung, wo auch auf die Universitäten und so sehr großen Wert gelegt wurde. Und ich muss sagen, also es gibt clevere Leute von den Top-Universitäten, aber es gibt genauso Leute, die ich für ziemlich unclever halte von den Top-Universitäten. Und nur weil jemand jetzt ein Studium abgebrochen hat, ist er noch lange nicht ein guter Mitarbeiter. Es sollte natürlich insbesondere bei Entwicklern so sein, sie sollten entwickeln können. Ja. Das kann man an der Uni lernen, aber das kann man auch in Tutorien auf einem beliebigen Videoportal lernen. Also nicht der Abschluss zählt, sondern das Können und das Miteinander im Team. Ja, und der Wille. Sagt Matthias Boge, Gründer des IT-Startups R3.